Willkommen in San Diego, America's Finest, der Stadt, der südlichsten Stadt in Kalifornien. Hier ist es immer sonnig, hier ist es immer warm und heute werden wir gemeinsam mit dir San Diego erkunden. Du begleitest uns und wir haben heute eine besondere Begleitung, nämlich Kathy. Kathy ist ein Local und wird uns die 3 Spots zeigen oder mehr als 3 Spots zeigen, die wichtig sind. So, hello Kathy. Hello, hi. I'm Kathy. Welcome to San Diego. And we appreciate that you take the time to walk the city with us. So one question before we start. What, in your opinion, are the 3 best sites you have to see in San Diego? The Gaslamp Quarter downtown, and Balboa Park, and Old Town. And Old Town. Okay, so that's 4, but that's okay. And I guess, also ich glaube, wir werden alle 4 in diesem Video abdecken. Jetzt also dranbleiben. San Diego Old Town, quasi die Altstadt von San Diego, was aber nicht ganz stimmt, denn Old Town ist der Teil, an dem Kalifornien erstmalig besiedelt wurde, denn von hier aus starteten alle Expeditionen in Kalifornien und Old Town ist quasi der alte Teil. Hier findest du jede Menge europäischen und mexikanischen Einfluss, viele kleine Geschäfte, die dich hier zum Verweilen, zum Bummeln einladen und du erhältst einen wunderbaren Einblick in die Zeit zwischen 1820 und 1870 zur Gründungszeit Kaliforniens und kannst hier Geschichte zum Anfassen erleben. Point Loma ist eine Halbinsel am Anfang der Bucht zu San Diego. Und hier oben ist es also strategisch so gewesen, dass das Militär sich diesen Punkt auch ausgesucht hat, um sich hier zu stationieren. Und deshalb wirst du, wenn du Point Loma besuchst, relativ viel hier erkennen von Militärfahrzeugen, Flugzeugen. Also hier gibt es viel zu sehen. Aber es ist auch von der Natur her sehr spektakulär, was du hier sehen kannst. Du kannst spazieren gehen, hast wunderbare Aussichtspunkte, auch auf den Hafen von San Diego. Schön finde ich hier noch, hier gibt es 2 Leuchttürme. Der erste wurde 1855 in Betrieb genommen, hatte eine sehr schöne Aussicht, war relativ hoch. Man hat gesehen, dass das bei schönem Wetter auch wirklich wunderbar funktioniert hat, aber bei Nebel oder auch wenn das Wetter ein bisschen diesig war, haben die Schiffe die Lichter nicht mehr erkannt. Deshalb wurde das ungefähr 40 Jahre später wieder außer Betrieb genommen und es wurde ein neuer Leuchtturm hier in Point Loma gebaut. Der alte Leuchtturm von Point Loma wurde 1854 fertiggestellt und 1855 mit einer sogenannten Fresnel-Linse, die aus Frankreich importiert wurde, ausgestattet. Damit konnte man an guten Tagen bis zu 70 Kilometer weit das Licht von dem Leuchtturm sehen. Und hier hängt auch wieder der Haken, nämlich an schlechten Tagen, an diesigen Tagen oder wenn die Wolken besonders niedrig hingen, hat sich das Licht verloren und deshalb wurde ungefähr 40 Jahre später der Leuchtturm wieder eingestellt und es wurde ein neuer gebaut. Deshalb gibt es hier auf Point Loma 2 Leuchttürme.
Das Gaslamp Quarter ist das Vergnügungsviertel in San Diego. Hier trifft sich Jung und Alt. Hier gibt es Bars, Clubs, Cafés, Restaurants. Wer was unternehmen will, wer Lust auf Nachtleben hat, der geht ins Gaslamp Quarter. Natürlich kannst du hier auch tagsüber einiges erleben. Nachts ist hier aber viel mehr los als tagsüber. Und ein Besuch hier lohnt sich auf jeden Fall, weil es das historische Herz von San Diego ist. Der Strand auf Coronado Island oder die Strände sind bei den Einheimischen und auch bei Touristen sehr beliebt. Im Übrigen gibt es am Strand in Coronado das, was du hinter mir so ein bisschen siehst. Dort steht in großen Buchstaben Coronado. Kann man eigentlich von Land aus gar nicht erkennen. Man müsste schon in der Luft sein, um das zu erkennen. Aber wenn du dich wunderst, was das hier für grüne Hügel sind, die mitten am Strand sind, das ist der Coronado-Schriftzug hier im Strand in Coronado oder auf Coronado Island. Coronado Island, das Vergnügungszentrum in San Diego. Hier findest du wunderbare Strände, hier findest du Hotels, Bars, Restaurants, alles, was das Herz begehrt, wenn man einen interessanten Tag oder Abend erleben möchte. Auf Coronado Island gibt es auch das berühmte Hotel Coronado, in dem schon der ein oder andere Film gespielt hat, und die berühmte Kulisse hier, die kennt man eigentlich, wenn man schon mal irgendwie was von San Diego gehört oder gesehen hat. Ein Besuch hier lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn du hier bist, würde ich dir auch empfehlen, einfach mal in das Hotel reinzugehen. Die sind dort sehr freundlich, die Mitarbeiter, denn es gibt dort einen großen Veranstaltungssaal. Und dieser große Veranstaltungssaal ist gebaut wie ein Schiffsrumpf, nur umgedreht aus dunklem Holz mit wunderbaren Kronleuchtern. Und es lohnt sich, den auf jeden Fall mal anzuschauen, wenn man hier ist. Der Balboa Park ist der größte Park in San Diego mit knapp 5 Quadratkilometern. Er wurde 1868 erstmals gegründet und 1915 zur Pan American Expo hat er sein Aussehen von heute so langsam nach und nach bekommen. Und seitdem wächst er und es kommen immer wieder neue Dinge dazu. Du siehst hier historische Gebäude, du kannst Ausstellungen sehen vom Theater über Ausstellungen zum Thema Natur. Das botanische Gebäude ist also auch wunderbar anzuschauen. Und er befindet sich in unmittelbarer Nähe zum größten Zoo der Welt, nämlich zum San Diego Zoo. Wenn du im Balboa Park bist, lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch im Botanical Building. Wir können dir heute leider nichts zeigen, weil er wegen Renovierung geschlossen ist. Das war San Diego. Der Tag geht und so endet auch unser Tag in San Diego. Wir hoffen, du konntest das ein oder andere mitnehmen, den ein oder anderen Eindruck für dich gewinnen, für deine Planung, für deinen San Diego-Trip. Wenn du hier bist, plane Minimum 2 Tage ein, wenn du alles sehen willst, was du sehen möchtest. Denn wir haben nur einen Tag eingeplant und konnten dir gar nicht alles zeigen, was wir dir zeigen wollten. Deswegen wird es demnächst irgendwann noch mal ein zweites Video geben und wir werden noch einen zweiten Tag hier verbringen und noch all die anderen Dinge zeigen, die wir dir gerne zeigen wollten. Wenn du künftig
mit uns gemeinsam auf die Reise gehen willst, um für dich deine USA-Reise zu planen, dann abonniere jetzt einfach den Kanal. So kannst du sicherstellen, dass du künftig noch mit anderen Tipps und Tricks rund um deinen USA-Urlaub von uns versorgt wirst. Tschüss.